Hallo zusammen, willkommen in mein neues Video hier auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem Video hier auf meinem YouTube-Channel. Heute sage ich euch meine Jahresfavoriten, wenn es um Musik geht fürs Jahr 2021 und 2022. Los geht's und viel Spaß dabei. Ja. Wenn es um Favoriten von Musik geht, ich habe die Musikrichtung gewechselt. Ihr wisst, dass ich Folkmusik liebe, alles was mit Volksmusik geht, als auch ja. Und momentan höre ich nicht nur die Volksmusik, sondern auch die orientalische Musik, vor allem die arabische und die hebräische Musik. Ja, die Musikrichtung bei den Juden heißt, beziehungsweise bei den Israeliten heißt Mizrahi, ist ein Volksmusik, die Mischung aus Folk und Oriental hat und finde die Musik richtig schön, passe für mich ganz gut und finde die Musik ganz toll. Ja, und wenn es um die arabische Musik geht, da höre ich einmal die arabische Popmusik, die haben richtig schöne Lieder und ja. Und die Musik passt ganz gut zu mir, zu meinem Verhalten. Ist eine ganz ruhige Musik, die euch zum Tanzen, zum Lachen, als auch zum Singen bringt. Man kann richtig Spaß haben und ja. Und wenn es um die Sänger geht, werde ich euch erzählen jetzt, welche sind meine Lieblings-arabische Sänger. Und zwar, die sind es gibt zwei aus Ägypten. Und zwar, das sind Tamer Hosni und Muhammad Ramadan. Muhammad Ramadan macht die beste offizielle Videos. Seine offiziellen Videos sind richtig teuer und die finden immer wieder in Dubai als auch in Ägypten statt. Ein offizielles Video ist halt in Kalifornien gedreht, halt in Los Angeles, glaube ich. Man kann auch Hollywood sehen. Er hat richtig viele Lieder gemacht mit vielen bekanntesten Sängern, halt mit Gims, Seto Ahmed, von Sam Ahmed erzähle ich euch noch später. Gims ist ein französischer Sänger, dann mit Sue King, der ist auch französischer Sänger, der aus Algerien kommt, ist dort auch in Algerien geboren. Dann hat auch bei einem offiziellen Video kommt auch die bekannteste indische Schauspielerin Urvashi Rautela. Sie hat eigenen YouTube-Channel. Werde euch alle Links unten in der Infobox schreiben, dann könnt ihr die Lieder von allen Sängern hören, beziehungsweise auch Sängerinnen natürlich. Und ja. Und meine Lieblingslieder von Muhammad Ramadan sind einmal die Inside mit Seto Ahmed, Ya Habibi mit Gims und Safini ist ebenso mit Gims. Die sind so die drei Lieblingslieder von mir. Außerdem der hat noch Bam Bam, Versace Baby, Alala, äh,
Gaue Banat mit Norman Belachi und Redwan. Die beide kommen aus Marokko, sind marokkanische Sänger, Produzenten. Redwan arbeitet mit vielen bekannten Sängern, vor allem nicht nur aus Marokko, sondern auch aus USA, mit Enrico Iglesias, J-Wo, äh, Pitbull und so weiter und so weiter. Ja. Und der nächste Lieblingssänger von mir ist Tamer Hosni. Tamer Hosni kommt aus Kairo, genauso wie Muhammad Ramadan. Beide sind in Kairo geboren. Die Mutter von Tamer Hosni kommt aus Syrien und sein Vater kommt aus Ägypten. Und ja, er hat einen Bruder, der sein Management ist. Er ist halt mit der bekannten marokkanischen Sängerin Basma Bullet geheiratet, haben die 3 Kinder. Und Basma Bullet ist nicht nur eine Sängerin, sie hat auch eigene Kosmetikmarke rausgebracht, ist ebenso Designerin. Sie hat fast alle Kostüme von Tamer Hosni gemacht beziehungsweise kreiert. Und ja, Tamer Hosni hat richtig viele Balladen. Seine Balladen sind richtig schön. Meine Lieblingslieder von ihm sind Echtera mit Mahmoud El Esseli. Der kommt aus Ägypten, ist ein ägyptischer Sänger. Dann halt mit Cep Khalid, der kommt aus Algerien. Vor allem Ventamile, das ist die originale Version von dem Lied. Aber die haben auch einen Remix rausgebracht mit Abdel Fattah Grini, der ist ein marokkanischer Sänger, und einmal mit Balti, der kommt aus Tunesien. Und ja, und das Lied ist richtig populär geworden. Außerdem, der hat auch noch Duetten gemacht, einmal mit Shaggy Smile und einmal mit bekanntester Rapper Neo. Ja, beziehungsweise nicht Neo, sondern Akon meine ich. Hab ein bisschen die Namen vertauscht, aber passiert schon mal. Ja, der hat auch Lied rausgebracht zusammen mit Xiaomi, heißt ja Faha. Und ja, hat richtig viele Lieder, hat viele Alben rausgebracht. Ich habe richtig viele schöne Lieblingslieder von ihm. Und ja, und werde euch halt YouTube-Channel und dann in der Infobox schreiben, auch sein Instagram und Profil, dann könnt ihr genauer mehr über Tamer Hosni lesen, als auch über Mohammed Ramadan. Ja, und mein nächster Lieblingssänger ist Seto Ahmed. Ja, Seto Ahmed hat richtig viele Lieder, vor allem Casablanca, Inside mit Mohammed Ramadan. Dann kommt noch Salam, Sassaida mit der französischen, marokkanischen Sängerin Sofia Mutazir. Und dann kommt noch Enti Hayati zusammen mit der portugiesischen Gruppe Kalema. Und ja, die sind so die bekannten Lieder von Seto Ahmed.
Und mein Lieblingslied von ihm ist Nijibek, Nijibek. Das ist ein richtig schöne Ballade. Er hat noch ein indisches Lied verarbeitet, hat auf Arabisch gesungen und ja, hat jetzt ein neues Lied rausgebracht, heißt ja Ahomi, das heißt auf Deutsch seine Augen und ja. Außerdem gibt es jetzt eine neue Sängerin, heißt Duya Wachma, so glaube ich, genau. Sie hat mit seinem Lied It's My Wife richtig, hat viele Aufrufe bekommen, ist sehr, sehr populär geworden. Das ist sein erstes Lied, hat vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen ein BTS rausgebracht, wo man sehen kann, wie das offizielle Video gemacht wurde. Und ja. Und die letzte Sängerin, wenn es um die arabische Sängerinnen geht, ist die libanesische Sängerin Nancy Ayram. Ja, sie hat richtig schöne Lieder, vor allem ihr kennt schon die Lieder. Yes, Podoczna Salamet heißt das Lied. Dann kommen noch Mohava und so weiter und so weiter. Aber Selamet ist zurzeit sein bekanntestes Lied. Hat auch noch viele Lieder wie Ja Tap Tap. Ebenso ist halt auf TikTok viral gegangen. Und ja, das waren so meine Lieblings arabische Sänger und Sängerinnen. Und wenn es um die hebräische Sänger, Sängerinnen geht, das sind richtig viele momentan. Vor allem Stefan Legar und Rui Ali, die haben mit dem Lied Gangster richtig gehaut. Das Lied wurde auf 5 Sprachen gesungen, halt auf Hebräisch, Französisch, Arabisch kommt dazu und Englisch. Meine auf 4 Sprachen. Ja, Rui Ali ist halt ebenso mein Lieblingssänger. Gestern habe ich richtig viele Lieder von ihm gehört. Er singt auf Hebräisch als auch auf Arabisch. Genauso wie Nasrin Kadri. Sie ist eine hebräische, arabische Sängerin, die halt in Judentum konvertiert hat. Sie ist jetzt Judin und der ganze Prozess hatte fast 2 Jahre gedauert und mehr. Und ja, sie hat auch richtig schöne Lieder, ist auch meine Lieblingssängerin. Vor allem sein Lieblingslied ist Habib Albi mit Statiken Benel, das ist die bekannteste israelische Gruppe. Also gibt es noch Dolly and Pen, ist auch eine israelische Gruppe. Static and Benel sind sehr, sehr populär in den USA. Die haben auch für USA noch Lieder rausgebracht wie Tudu Bomb, Brokest Millionär, Fafab mit Pitbull, Milli mit und so weiter und so weiter. Bella kommt auch dazu, haben die auch noch Remix gemacht zu diesem Lied und ja, haben richtig schöne Lieder. Die arbeiten zusammen mit Jordi, Static and Benel und ja, haben die ein griechisches Lied verarbeitet zusammen mit Eden Ben Saken. Sie singt Mizrahi Musik, sein
Musikrichtung ist halt Mizrahi und mit Stefan Legger. Stefan Legger, der ist ein französischer, hebräischer Sänger, der aus Kongo kommt. Der ist in Kongo geboren, aber als er klein war, seine Eltern sind nach Israel umgezogen, hat ja die hebräische Sprache gelernt und alles. Und jetzt lebt er dort, hat auch seine Armee gemacht. Es gibt ein Regel in Israel. Werde euch in ein anderes Video mehr erzählen über die ganzen Regeln, was die Länder haben. Und ja, und genau. Und bevor ich vergesse zu sagen, Nancy Ayran ist Christ, halt Katholik. Genau. Und ja, Eden bin Saken, als auch Elgon, die singen Mizrahi-Musik, machen die Mizrahi-Lieder genauso wie Omer Adam. Omer Adam macht auch ein paar russische Lieder, weil seine Eltern halt aus Ashkenazi-Juden sind. Das sind diese russischen Juden. Und ja. Und mein Lieblingslied von Omer Adam ist zusammen mit Ergoan Mazak. Genau, sei es das Lied. Und werde euch alle YouTube-Channel von den genannten Sänger, Sängerinnen auf jeden Fall unten in der Infobox schreiben. Dann könnt ihr genau lesen über denen. Ja, ansonsten haben wir noch die Noah Kirel. Noah Kirel, sie hat 2 neue Lieder rausgebracht für USA, für Atlantic Records. Und ja, mein Lieblingslied von Noah Kirel ist Punch. Und es gibt noch Blink Blink, ebenso ist auch ein Lied. Oder halt Ambulance. Und ja, es haben richtig viele Lieder. Vor allem. Und ja, Dolly und Pin, die haben ein paar Lieder rausgebracht, vor allem mit Omer Adam, als auch mit Anazak und Nasrin Kadri. Das Lied heißt Guten Morgen Welt. Und auf Hebräisch habe ich noch nicht gelernt, wie das heißt, aber werde euch mehr erzählen über die Geschichte, wie ich Hebräisch und Arabisch gelernt habe. Das kommt im nächsten Video dann. Und ja, und ich finde die Lieder richtig schön. Macht Spaß, die zu hören. Vor allem das Lied Habiba Elbi von Static Benel und Nassi Kadri war für das Festival Braut gemacht. Und ja, und weiß ich was, sind richtig viele Sänger, aber die sind so die Sänger und die Sängerinnen, die ich am meisten höre. Und kann jetzt nicht, wenn einer mich fragt, welcher ist mein Lieblingssänger, wenn es um die arabischen Sänger geht, da ist mein Lieblingssänger natürlich Tamer Hosni, der motiviert mich sehr. Und wenn es um die Israelis geht, da ist meine Lieblingsgruppe Static Benel und natürlich Roy Ali. Ja. Ansonsten, ja, das war's mit diesem Video von mir hier auf meinem YouTube-Channel. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, lasst ihr einen Daumen nach oben, schreibt ihr unten in die Kommentare, abonniert ihr meinen YouTube-Channel und aktiviert ihr die Glocke, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst.
ansonsten danke ich fürs Zusehen und bevor ich vergesse zu sagen, diese Woche kommt von Montag bis Freitag neue Videos von mir. Also bleibt bereit und ansonsten einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Bleibt gesund, bleibt stark, passt auf euch sehr gut auf und wir sehen uns dann hoffentlich morgen mit einem neuen Video von mir hier auf meinem YouTube-Channel. Bis dahin, macht's gut. Ciao.